Italienisches Dolce Vita mit Schweizer Bergpanorama. Da ist er, der Lago Maggiore. Kommen Sie mit auf eine abenteuerliche Reise. Egal ob Wasserspaß oder Wandern, hier kommt jeder auf seine Kosten. Naturfreunde staunen über atemberaubende Ausblicke und außergewöhnliche Pflanzenvielfalt. Sonnenanbeter relaxen bei mildem Klima und mediterranem Lebensgefühl. Kulturliebhaber erkunden scheinbar verlassene Dörfer und imposante Prachtbauten. Feinschmecker genießen traditionelle Köstlichkeiten und Abenteuerlustige erleben sportliche Herausforderungen. Auf geht's zu einem der Lieblingsziele der Deutschen. Der Lago Maggiore verbindet das Schweizer Tessin mit Italiens Piemont und Lombardei. Wir genießen das Dolce Vita in Ascona, wandern durchs Maggiatal, sonnen uns am Strand von Canobbio und staunen über die prachtvolle Isola Bella. Dabei treffen wir immer wieder Auswanderer, die sich hier ihren Traum erfüllen und uns ihre Heimat zeigen. Ja, das ist jetzt hier die italienische Seite des Lago Maggiore. Es ist alles ganz dicht beieinander und der Ort heißt Canobbio. Ich bin hier, weil ich gehört habe, dass es sich hier um ein Paradies für Camper handeln soll. Und das will ich mir anschauen. Auch ein deutsches Nummernschild. Hallo. Hallo. Seid ihr auch Deutsche? Seht das Nummernschild? Genau, aber Deutsche, also ich bin Italiener, Frau Rang. Italiener? Ja. Und Sie wissen sofort, wer ich bin, wenn ich hier vorbeikomme? Ich sehe Sie jeden zweiten Abend im Fernsehen. Oh, das ist gut. Und Sie begrüßen mich immer so nett. Schön, Sie zu sehen. Gleichfalls. Gleichfalls. ich habe schon gesehen, ich habe zu meinem Mann nämlich gesagt, die Judith, also ich folge dir, ich sag jetzt einfach mal. Ja, natürlich. Ich folge dir auf Instagram. Ich habe gesagt, die Judith ist genau hier. Ja, das ist ja lustig. Ne? Social Media verbindet die Welt, oder? So ist Ja. Gehört ihr zu denen, die jetzt das Camping für sich entdeckt haben? Das ist ja eine richtige Welle gerade. Ich liebe Ne? es schon immer, aber ich bin gerade dabei, meinen Mann davon zu überzeugen. Es klappt ganz gut. Es klappt ganz gut. Campen ist ein Urlaub, da kommst du runter. Ne, da steht plötzlich eine Judith Rakers vor dir und du bist trotzdem nicht aufgedreht. Man kommt runter, man ist wirklich entspannt. Man steht am frühen Morgen auf und trinkt erst mal ein Käffchen und isst ein Dolce, also ein Frühstückchen. Hier ist der beste Platz, direkt am Strand. Hallo, wer bist du? Ich bin der Martin. Hallo Martin, woher kommst du? Aus Freiburg. Ist ja wirklich nur Deutsche hier, ne? Kommst du öfter hierher zum Lago Maggiore? Ja, so ein, zwei Mal im Jahr. Weil es so kurze Wege sind halt auch und ein schönes Feeling hier, so ein italienisches. Kennenlernen geht hier schnell. Wassersporteinladung hier. Siehst du mal sportlich, ganz anders wie auf dem Tagesschaustuhl. Ja? Oh oh. Rettungsschwimmen. Den Rettungsschwimmen haben wir einen. Das ist alles Ihre? Ja, ja. Ach, wie toll. Auf geht's. Toll machst du das. Ganz schön wackelig. Das lag sicherlich nur daran, dass da unten die Flosse nicht drin ist. Die Flosse ist schon drin und wir haben es jetzt ganz aufgepumpt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Danke. 1960 wurde der Campingplatz in Canobbio eröffnet. Helmut Fritsche übernahm den Familienbetrieb 1968 von seinem Vater. Mittlerweile gehören ihm 3 Plätze am Lago Maggiore und die nächste Generation arbeitet auch mit. Was würdet ihr sagen als Eigentümer? Was ist das Besondere an diesem Campingplatz, was ihn von anderen auf der Welt unterscheidet? Ich denke, das ist bestimmt die Vegetation. Die Vegetation, die ganze Familie ist botanisch sehr interessiert.
Und wir wollten den Gästen einen Eindruck geben vom Mittelmeer, auch am Lago Maggiore. Für dich war auch klar, dass du ins Familiengeschäft einsteigst? Eigentlich schon, ja. Ich habe eben auch die Tourismusfahrschule gemacht und dann eben zuerst woanders gearbeitet am Tourismusbüro in Locarno und dann bin ich eben hier eingestiegen, ja. Und klappt das gut mit dem Vater zusammen? Ich Eigentlich denke schon. Das Schöne daran ist, dass ich nie meine Kinder gezwungen habe, einzusteigen. Kann man, wenn man campen möchte, kommen und sagen, ich möchte zwischen dem Oleander wohnen oder Man zwischen den könnte es Zypressen? machen, aber es hat noch niemand so gefragt nach einem Platz. Nee? Die sagen immer erste Reihe Wasser wahrscheinlich. Ja, ne? ja. Ich muss sagen, immer mehr sind, glaube ich, Leute auf diesem Campingplatz, die das wirklich schätzen. Aber es ist eure Leidenschaft, ne? Ja, von der ganzen Familie. Ja, ich habe eben schon 2 Kinder auch und deshalb ist schon die 4. Generation praktisch schon da. Und jetzt ist eben mein Bruder gerade heute im Spital für das erste Kind. Ah, es gibt wieder Familienzuwachs. Ja, das ist ja schön. Oh Gott, musst du weinen? Hä? Oh je, vor Freude? Oder warum weint sie? Ja? Och Mensch. Wie schön. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Und der Papa muss auch weinen. Ich muss gleich auch weinen, wenn alle weinen. Schattiges Grün und sonniger Strand, das schätzen viele Stammgäste aus den großen Campingnationen. Und auch hier sind uns die Niederländer, die Holländer wieder voraus. Wohnwagen haben wir jetzt auch in Deutschland, aber Wohnwagen mit Klimaanlage noch nicht so viele. Das ist ja ein wahnsinnig schönes Gefährt. Hallo! Und das passt alles so gut zusammen. Der VW-Bus mit dem Oldtimer-Wohnwagen auch. Ach, das ist ja auch. Sie haben die schönste Unterkunft auf dem ganzen Campingplatz. Auf dem schönsten Platz auch. Ja, wirklich. Hallo, Judith, Hallo. freut mich. Wie alt ist der Wagen? 66 Baujahr. Und wie lange steht dieser Wagen schon auf diesem Campingplatz? Oh, ich denke so 9 Jahre jetzt. Ich bin schon seit 36 Jahren hier. Seit 36 Jahren. Warum? Das konnte ich mir damals nicht vorstellen. Ich hatte damals einen T2 und Freunde haben zu mir gesagt, ob ich mit an Lago fahre. Was soll ich denn am Lago? Rentner, Fischerchöre, das war für mich Lago. Einmal hier gewesen und seitdem sind wir jedes Jahr hier. Und ist das so ein bisschen scheint Ihr Hobby zu sein, ne? Diese Campinggefährte und auch diese originalen alten Oldtimer? Ja, das ist so unser Ding. Wir haben auch die entsprechenden Fahrräder noch dazu, 2 alte Klappfahrräder, das passt dann alles so ein bisschen. Darf ich mal gucken? Also reingucken? Bitte. Wirklich? Ja. Toll. Der ist so, man hat sofort Gefühle, ne? Also wenn ich das sehe, kriege ich Gefühle. Genau so ist eine Werbung. Ja. Genau so ist eine Werbung. Ach, wie toll. Das ist ja... So hat man früher gecampt, ja? Okay, ich sag mal so, die heutigen Wohnwagen sind ein bisschen größer. Wir haben eine Zweiraumwohnung, also eine für den Hund und eine für uns. Ach, der Hund wohnt hier drin? Der Hund ist auch dabei. Ja. Okay, dann ist es wirklich die luxuriöseste Hundehütte, die ich jemals gesehen habe. Da sind Sie auch. Hallo? Ich hoffe, ich störe nicht. Ich komme hier einfach so rein. Hallo, ist das dein Zuhause? Na? Darf ich da mal gucken? Du bist ja ein glücklicher Hund, hä? Hast du so ein schönes Zuhause? Wie reagiert der Hund, wenn ihr den Campingwagen packt? Sobald der Motor angeht, die Türen auf, hopst er rein und dann weiß er, jetzt geht's zumindest mal eine Tour, Tagestour oder wir fahren halt in Urlaub. Und das ist sein zweites Zuhause. Bist du die Tochter? Ja. Ja. Und du durftest von Anfang an mit? Immer und er ist jetzt das erste Mal dabei. Und, ist das dein Freund? Genau, das ist mein Freund. Ist der Hallo. Martin. Hallo, hi. Ja, und ich bin hier groß geworden auf dem Campingplatz. Also wir sind jetzt nur bis Wochenende da, aber wir sind groß geworden auf dem Campingplatz, mein Bruder auch noch. Ja, und immer hat es geheißen, du musst deinen Kindern was bieten. Animationscampingplatz, habe ich gesagt, mehr Animation kann man nicht haben als See, Fluss, hier die Botanik. Von daher kommen wir schon ewig. Was wäre jetzt gewesen, hättest du einen Mann kennengelernt, den du toll findest, aber der sagt, sorry, Camping ist nichts für mich? Ja, dann hätte ich es mir gut überlegt. Wenn ich das so höre, würde ich schon sagen, er ist Schwiegersohn kompatibel, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist eine Bewerbung. Sehr gut.
Die Camper vom Lago Maggiore. Eine große Familie, die sich seit Jahrzehnten hier ihre individuelle Urlaubsheimat geschaffen hat. Nur 5 Kilometer Richtung Norden passieren wir die Grenze zur Schweiz. Unser Ziel, die malerischen Ferienorte Ascona und Locarno. Urlauber, die im günstigeren Italien wohnen, kommen hierher zum Shoppen, Essen und Bummeln. Der historische Dorfkern, die bunten Häuser und die malerische Promenade mit vielen Restaurants und Cafés. Dolce Vita mit Seeblick. Hinter Ascona beginnt das Maggiatal mit seinen riesigen Kastanienwäldern. Bis weit ins 19. Jahrhundert waren Kastanien hier Grundnahrungsmittel. Heute werden sie zu kulinarischen Köstlichkeiten verarbeitet. Diese Riesenmuscheln habe ich bei uns noch nie gesehen. Vollkornnudeln. Oh, hier, bunte Nudeln. Mit Safran, mit Limone und Pfeffer, Olive. Oh, mit Trüffeln, schon drin. Herzlich willkommen in Ascona. Dankeschön. Was ist ganz besonders typisch für die Region? Ich habe sehr viele verschiedene Nudelsorten gerade gesehen. Das ist Produkte von Italien, von Tessin, von dieser Region. Also dieser Tisch, alle Produkte von Tessin. Tagliatelle di Castagne. Also das sind sie. Hier sind die Nudeln aus Kastanien. Bio und vegan, da ist nichts Tierisches drin. Alles ganz natürlich. Die Nudeln werden mit Weizen gemacht und dann wird Kastanienmehl hinzugefügt. Das ist eine sehr nährstoffreiche Mahlzeit, denn die Kastanien sind sehr nahrhaft. Und man kann sagen, das ist wirklich ein Essen, das hier in der Gegend alle schätzen. Und schmecken die auch wirklich nach Kastanien? Ja, schon ein bisschen. Schon, auf jeden Fall. Hier haben wir eine Kastaniencreme. Ich dachte, das ist eine Art Nuss-Nougat-Creme, aber es ist aus Kastanien. Ja, das ist eine Kastaniencreme. Die Kastanien werden gekocht, aromatisiert und zerdrückt. Sehr lecker mit Sahne und Eis. Es gibt nichts Besseres. Die jungen Leute schmieren es aufs Brot, zum Beispiel als Mittagspausensnack. Wie Marmelade. Ja, auch viele Torten, die man hier im November und Dezember in den Bäckereien findet, haben eine Schicht Kastaniencreme mit drin. Okay, ich entscheide mich heute für diese Crema di Castagne. Die werde ich probieren. Und was im Urlaub so nah an Italien natürlich dazugehört, Eis. Wo ist das Eis besser? Hier oder auf der italienischen Seite? Also ich sage, dass unser Eis das Beste ist. Aber ich komme ja auch von hier. Sehr gut. Sehr buono. Danke. Ist das Ganze hier ein Familienbetrieb? Ja, meine Mama und ich arbeiten hier. Aber in den Hauptmonaten gibt es noch eine Aushilfe, die mit anpackt. Das heißt, deine Mama macht das ganze Eis hier? Das war ihr Traum, als sie klein war. Als kleines Mädchen hat sie nämlich immer gespielt, dass sie Eis macht. Und den Traum hat sie sich nach vielen Jahren erfüllt. Das ist ja der Traum vieler Kinder, ne? Eine Mama zu haben, die Eis machen kann und in einem Eisladen aufzuwachsen. Ich habe mir noch ein Eis geholt. Sauber. Zitrone und Tiramisu. Und ich möchte jetzt auch unbedingt eine Mutter haben, die Eis machen kann. Ich habe aber leider nur einen Vater, der gerne Eis isst. Und das ist ein großer Unterschied, leider. Gleich neben der Seepromenade liegt die Wassersportschule von Toni Meyer. Da ist die. Guten Abend. Hallo, hier ist ja eine schöne Stimmung. Habt ihr Feierabend? Ich bist bin der Toni, Toni, ne? ja. Hi.
Bist du bereit? Ich bin total bereit. In Ascona? Ja, ich bin total bereit. Ich hoffe, du hast nicht schon 2, 3 mitgetrunken, wenn du jetzt Nein, das die Boot haben schon fährst. Feierabend, ich bin noch nicht. Okay, ja, dann viel Alles Spaß, gut. Ne? Danke. Also wir gehen. Ciao, ragazzi. Was sagt man? Ciao, ragazzi? Oder wie? Ja, genau. Ja, so in der Art, ne? Tschüss, Jungs. Ich mag Boote, die aussehen wie Autoscooter von der Lackierung. Probier den Gang mal einzulegen. Noch ein bisschen. Wo ist denn die Bremse? Ja, eben, Sag dann mal musst du lieber wieder vorher. zurück. Okay. Dann müsstest du wieder zurück. Stopp, ja? Ja. Perfekt. Und jetzt ist der Gang drin. Jetzt nimmst du das Steuer in die Hand und dann kannst du so schön auf den Lago Maggiore rausfahren. Das Plätschern der Wellen und der laue Fahrtwind in der Abendsonne. Wunderschön, dieser Lago Maggiore. Willst du einmal eine Kurve machen und ein Ja. bisschen Gas geben? Ja, Wie findest du gleichzeitig Kurve und das? Ja, Gas. ja, warum nicht? Da kann nichts Da passieren, kommen ne? die Emotionen hoch. Nicht, dass wir umkippen oder so. Nein, nein. Kannst ruhig noch mehr geben? Ja? Okay. Das macht Spaß. Ja, siehst du? 2008 hat Toni Meyer die Bootsschule von seinem Vater übernommen. Er liebt seinen Lago. Das ist ein guter Start hier für meine Reise an den Lago Maggiore. Was erwartet einen als Tourist hier? Also diese Region ist wirklich toll. Du kannst hier eben alles ein bisschen haben. Du hast die Berge mit dem Schnee drauf und hier unten in Ascona hast du die Palmen und überhaupt eine sehr schöne Vegetation. Du hast Strände und du hast auch eben diese Felswände und dieser Kontrast macht es, glaube ich, aus. Das ist mir auch schon aufgefallen, als ich mit dem Auto gefahren bin. Die Palmen vor den Bergen. Es ist das Tor zum Süden, also das war immer schon so, dass man hier wie auch dieses mediterrane Flair schon aufkommt. Und wir grenzen ja zu Italien, also man hat das sofort ein Gefühl von Urlaub, von Ferien, kommt sofort auf. Wie unterscheiden sich denn die Südschweizer hier von den anderen Schweizern im Ja, Norden? für die anderen Schweizer sind wir eben die Südländer, die alles gemütlich nehmen und ein bisschen lockerer sehen und nicht alles genauso exakt befolgen, was man so befolgen sollte. Seid ihr pünktlich? Ich meine, ihr seid Schweizer, ihr müsst auch pünktlich Wir sein. auch im sind Süden. dann, wenn es drauf ankommt, im Schnitt pünktlich gegenüber die Italiener. Aber Im gegenüber die. Schnitt. Ja. Ich würde jetzt schon mal sagen, ich komme wieder Okay. und wir machen was zusammen. Aber sicher, Ja? bist immer willkommen. Ich muss mir erst noch ein paar Sachen anschauen, aber dann komme ich wieder. Mal sehen, welchen Wassersport sich Toni dann für mich ausdenkt. Ich lasse mich überraschen. Der Fluss Maggia trennt Ascona und Locarno. Im Sommer ist das klare Wasser aus den Bergen ein beliebter Badeort. Entlang des Flusses gibt es zahlreiche Wanderwege. Nach rund 60 Kilometern bildet die Maggia ein mächtiges Flussdelta und mündet im Lago Maggiore. Am nördlichen Ende des Lago Maggiore liegt Locarno, ein Ort, der Geschichte geschrieben hat. Besonders ein prachtvoller Bau mitten in der Innenstadt ist Zeitzeuge der berühmten Vergangenheit, das Grand Hotel.
Seit 2006 ist es stillgelegt und dem Verfall preisgegeben. Doch Besucher können mit Anmeldung auf Spurensuche gehen und erahnen, was sich hier abgespielt hat. Ist das schön. Mit Kamin. Ich hatte noch nie so ein schönes Hotelzimmer. Das ist eine Wohnung. Hier geht's noch weiter. Das war die Präsidentensuite möglicherweise. Oh, ist das schön. Mit Blick auf den Lago Maggiore. Was für ein Abenteuer, das hier zu besichtigen. Vielleicht spukt's hier auch drin. Heute Geisterhotel, früher Schauplatz für rauschende Partys der Schauspielstars bei den Filmfestspielen. Aber auch für weltpolitische Weichenstellungen nach dem Ersten Weltkrieg. Irgendwo in diesem Hotel müssen jetzt auch die Räumlichkeiten sein, wo die Friedenskonferenz von Locarno stattgefunden hat. 1925. Wichtiger Beitrag zur Friedenssicherung in Europa damals. Und die werden ja wohl auch hier geschlafen haben. Bis auf Mussolini, der musste, glaube ich, raus. Da muss ich noch mal nachfragen. Aber vielleicht finden wir die Räumlichkeiten. Ich suche weiter. Giancarlo? Guten Tag, willkommen. Geht's gut? Dankeschön, sehr gut. Ich habe gerade das Hotel besichtigt und bin total begeistert. Prima. Kaufen Sie das sofort oder nachher? Was soll es kosten? Im Moment ist 23,2 Millionen. Oh, so ein Schnäppchen. Und die 200.000 Franken sind die Venedig-Lampen, die man sieht, die zusammenpassen mit dem größten von der Welt, der im Guinness-Buch in London eingetragen ist. Der steht tatsächlich im Guinness-Buch der Rekorde. Und kann man nicht verkaufen. Man hat einfach im Stadtplan von Muralto eingetragen, dass es muss da in Muralto bleiben. Und wie viel ist der jetzt wert, der hier? Am besten will ich nicht sagen, sonst kommen alle die möglichen Interessenten, das wegzustehlen. Ja? Ah ja, okay. Ja. Also. Aber er ist ein richtiges Wert. Mhm. Wo genau haben denn die Politiker verhandelt und getagt? In welchem Raum? Also im größten Raum waren einfach die Verhandlungen. Wollen wir hingehen? Ja, alle die Nationen wollen aber nicht der Herr Mussolini im Haus haben. Deswegen hat der Mussolini in Villa Farinelli geschlafen, circa 100 Meter weiter weg von da. Bei der Friedenskonferenz von Locarno 1925 verzichteten Deutschland, Frankreich und Belgien auf eine Veränderung ihrer Grenzen. Die Verträge von Locarno gelten daher als entscheidender Schritt zur Friedenssicherung in Europa. 12 Tage lang wurden sie hier zwischen Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien, Polen, der damaligen Tschechoslowakei und Großbritannien verhandelt. Und die Engländer haben dieses Raum da hinten mit dem Bar reserviert und alle anderen haben kleine Räumlichkeiten benutzt. So viel ich gelesen habe, weil die ich war nicht Engländer dabei. hatten die Bar? Ja. Typisch. Doch die historischen Zeiten sind längst verblasst. Das 1876 erbaute Hotel lebt nur noch von seinem Ruf. Die Suche nach einem neuen Investor scheitert an Preis, Denkmalschutz und Bauvorschriften. Wir müssen diese Räumlichkeiten heizen jeden Winter, dass diese Räumlichkeiten geschützt sind. Was kostet der Unterhalt dieses Riesenkastens für Sie, der jetzt leer steht? Zusammen mit den anderen Eigentümern, wir sind in die 100.000 pro Jahr. Einfach nur dafür, dass es leer steht? Auch Ihr Auto, wenn Sie nicht fahren, den ganzen Jahr, kostet Ihnen etwas im Garage zu behalten. Ja, aber ein bisschen weniger als dieses Hotel. Kommt darauf an, welches Auto Sie fahren. Der Garten des Hotels war der Geburtsort eines berühmten Festivals. Welche Rolle hat dieses Hotel für die Filmfestspiele von Locarno gespielt? Eine Hauptrolle, weil die ursprünglichen Besitzer in 1946 vom Grand Hotel waren begeistert von dieser Möglichkeit, zusammen mit einer Gruppe von
Leute aus Locarno, der Grand Hotel, zu benutzen als Treffpunkt für das Festival del Film. Der Park war einfach benutzt mit 3000 Schauspielern. Hier, dieser Park? Ja. Jeden August verwandelte sich der Hotelpark in ein Freiluftkino. Und alle waren sie da. Marlene Dietrich, Claude Chabrol, Stanley Kubrick, Jim Jarmusch. Die gesamte Hollywood-Prominenz. Das Locarno Filmfestival gilt weltweit als eines der renommiertesten für anspruchsvolle Autorenfilme. Was für eine Geschichte dieses Hotel hat. Ja, die Geschichte ist einfach dazu wie eine alte Prinzessin, die doch wartet auf jemanden, der doch kommt und sie wieder weg. Also wenn ich das Geld hätte, ich würde es kaufen. Bitte, Sie können anfangen. Ich würde sogar akzeptieren Raten, monatliche Raten. Danke, ich glaube, das hilft mir auch nicht so richtig weiter. Gleich neben dem Hotel bringt uns eine Standseilbahn auf den Hausberg von Locarno. Von der imposanten Wallfahrtskirche Madonna del Sasso bietet sich ein atemberaubender Blick auf den Lago Maggiore. Von hier aus gibt es unzählige Wandermöglichkeiten bis hoch zur Aussichtsplattform Cardada auf 1300 Metern Höhe. Oben. Hier wieder eine Herausforderung für meine Höhenangst. Oje, oje. Ja, das ist wirklich besonders hier am Lago Maggiore, ne? Man hat den See, man kann Wassersport machen, man hat die Berge und kann wandern und kann klettern, hat so eine Aussicht auf den tiefsten Punkt der Schweiz. Das ist schon ganz besonders, wirklich. Und da vorne sieht man ganz toll die Isola di Brissago. Das sind 2 kleine Inseln mitten im Lago Maggiore, gehören zu der Schweiz. Und da will ich auch noch hin. Soll ein wunderschöner Garten drauf sein. Und man kann dort eine Weltreise machen. Aber mehr weiß ich auch noch nicht. Aber viel näher rangehen kann ich jetzt nicht mit meiner Höhenangst. Hat keine Angst. Doch zunächst geht es für uns von Locarno aus entlang des Maggia-Flusses ins Maggia-Tal mit seinen Kastanienwäldern und Steinbrüchen. Malerische Dörfer, jahrhundertealte Bäume und zahlreiche Wasserfälle machen das Maggia-Tal zu einem magischen Ort, der zu jeder Jahreszeit einen Ausflug wert ist. Wanderbegeisterte finden hier jede Menge Routen, vom leichten Spaziergang bis zum anspruchsvollen Aufstieg. Im oberen Teil bei Pecha liegt ein Naturbecken, das der Fluss geformt hat. Und auch die ehemalige Mühle wurde in den Fels gebaut. Heute ist das Grotto Pozzasch ein Restaurant und berühmt für seine Polenta, die Christian Zing jeden Morgen am offenen Feuer zubereitet. Ach, hier. Oh, gut.
tatsächlich? Ja, Der jeden dreht Tag. Auch die Augen. Oh Gott. Warum? Christian, warum nur? Warum machst du das hier mit dem ganzen Rauch und nicht in einer vernünftigen Küche mit Abzug und so? Das ist Tradition im Tessin. Die Polenta kocht man draußen. Aber deine Augen tränen auch. Ja, wegen dem Rauch. Aber ich bin gewohnt. Seit 10 Jahren mache ich das. Ich bin es nicht so gewohnt, wie man sieht. Gut, das heißt, für eine Polenta braucht man ein offenes Feuer. Ja, Kupferkessel, frisches Quellenwasser, kochend. Salz. Warte, ich sehe nichts. Salz Ja. und eine Mischung von verschiedenen Maissorten. Ganz langsam einmischen, gut rühren, dass es keine Knollen gibt. Klumpen. Also richtig handgemacht alles, ne? Alles vor Hand gemacht. Und wir sind bekannt für diese Polenta. Wir haben viele, viele einheimische Gäste und viele Touristen, die speziell für diese Polenta zu uns kommen. Oh Gott, jetzt hat es dich auch gepackt. Und jetzt schön langsam 1,5 Stunden kochen lassen. Ab und zu rühren. Das ist der erste Kessel. Das ist schon ein bisschen gequollen. Der ne? ist schon Wie lange ist das jetzt drin in dem ersten Kessel? eine Viertelstunde schon. Das ist der erste für die ersten Gäste am Mittag und der zweite für den Nachmittag. Warum spielt die Polenta so eine große Rolle hier im Tessin? Ende 1800, Anfang 1900 das einzige Essen, das die Tessiner gehabt haben. Und die Tessiner hier in den Bergen haben täglich nur Polenta gegessen. Gott, du Armer. Ja gut. Oh, warte. Luft. Neben dem Mais-Grießgericht bietet Christian lokale Käsesorten, Mortadella, Wurst- und Fleischspezialitäten an. Achtung auf den Kopf. Hier ist es schmal und eng. Es waren aber kleine Menschen, die Ja, dieses Gebäude gebaut haben. Jetzt gehen wir durch unsere Küche. Nochmal Achtung oben. Wie alt ist das hier alles? Das ist 200 Jahre alt. Oh. Hier zeige ich dir unseren schönen Naturkeller, unser Grotto. Das ist ja richtig reingehauen in den Felsen. Ja, vor 200 Jahren haben hier die Einheimischen einen Keller unter dem riesen Felsen gegraben. Und für die Lagerung, für den Käse, für die Wurst, für den Wein. Das ist ein Naturkeller, das gibt es viel im Tessin. Von hier der Name Grotto. Grotto heißt eben einen Keller unter dem Felsen. Aber ich sehe, ihr kommt auch nicht ganz ohne, sag mal, Elektronik aus, ne? Ja, wir haben eine. Fühlst du dich als Schweizer oder als Italiener? Als Schweizer auf jeden Fall. Aber ich bin halb Deutsche. Was magst du an der deutschen Küche am liebsten? An der deutschen Küche Sauerkraut. Wirklich? Das erste, wo mir jetzt in den Sinn gekommen ist. Chefkoch Matthias Tüngler kommt aus Deutschland. Was kochst du heute hier? Spezzatino habe ich heute gemacht. Das ist so wie geschnetzeltes, wie Gulasch, aber eben mit weniger Paprika und sowas, eine Spezialität vom Grotto. Das ist unsere Base mit Polenta und den anderen Gerichten. Bist du ein Auswanderer? Sagen wir so, ein halber Auswanderer. Wie kann man ein halber Auswanderer sein? Man ist 8 Monate im Tessin am Arbeiten und den Rest der Zeit ist man zu Hause in Berlin. Und das ist einfach das Tessin, das, was mich reizt, meine zweite Heimat, sagen wir mal so. Wie lange bist du jetzt hier? 25 Jahre. So lange. Hast Ja. du hier dein Glück gefunden? Ja, ich sag mal ja. Wusstest du, dass dein Chef gerne Sauerkraut isst? Ja. Ja? Ja. Weil es gefällt mir auch, es schmeckt mir auch lecker. Aber es ist eben hier nicht so bekannt im Tessin. Es ist eben typisch deutsch. Mittagszeit. Die ersten Gäste kommen. So, was macht die Polenta? Jetzt musst du mal schauen, ob die Polenta fast vorbereitet ist. Du kannst mal rühren. Du bist schlau, du bleibst jetzt draußen.
Sehr gut. Oh, das ist aber richtig schwer, Stärker. ne? Viel Kraft braucht man. Oh, ja, wirklich. Fitness. Sehr gut. Kann toll rühren, ne? Ja, ja. Ja. Okay, grazie. So, Jetzt Judith. bin ich gespannt. Serviert wird die Polenta mit dem Tessiner Gulasch. Ist gut. Ja, das freut mich. Du hast recht, man schmeckt so ein bisschen. Oder ich bilde es mir jetzt ein, weil mein ganzer Hals Nein, noch voll es Rauch ist, riecht aber es schmeckt so ein nach- bisschen nach Rauch, geräuchert. ja, Ne? genau. Ja. Schön. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Danke wie man dir, das dass zubereitet. du vorbeigekommen bist und uns besucht hast. Es hat uns sehr gefreut. Gestärkt geht's weiter. Neben den Kastanien ist das Maggiatal auch für seine zahlreichen Steinbrüche bekannt. In Pecia wird der einzige Marmor in der Schweiz abgebaut. Ganz in der Nähe liegt die Bergkirche San Giovanni Battista. Eine Lawine zerstörte 1986 die ursprüngliche barocke Kirche aus dem 17. Jahrhundert. Mit dem Neubau wurde der renommierte Luganer Architekt Mario Botta beauftragt. Mit abwechselnd hell-dunklem Marmor und Naturstein aus der Region und einem lichtdurchfluteten Glasdach schuf er eine moderne Kirche. Erst umstritten, heute ein Touristenmagnet. Das glaube ich dir. Nach Pecia kommen Menschen aus aller Welt, um sich am Stein zu verwirklichen. Alex und Almute Neff betreiben hier seit mehr als 35 Jahren die Steinmetzschule Scuola di Scultura. Die ganzen Steine, die hier bearbeitet werden, kommen die alle hier aus der Region? Wir arbeiten am Fuß des Marmorberges. Und der ist hinter uns, ist der Pizzo Castello. Ach, Und ihr seht den Berg jetzt von hier aus sogar. das ist der Das da. Marmorberg, der ist durchzogen mit Marmor. Und da, wo er unten ins Tal kommt, ist der Steinbruch. Das ist natürlich praktisch, ne? Das ist sehr praktisch. Das heißt, wir kaufen blöckeweise das Material. Wir haben ein eigenes Blocklager, aktuell von ca. 300 Tonnen. Alex und Almute haben sich beim Kunstpädagogikstudium in Deutschland kennengelernt und sind gemeinsam ins Maggiatal gezogen. Mittlerweile ist Pecia zum Schweizer Zentrum der Bildhauerei geworden. Was sind dann so die typischen Motive, die jemand mitbringt, der sich von der Natur hat inspirieren lassen? Jemand hat eine Zecke ausgewählt. Eine Zecke? Eine Zecke, was man ja überhaupt nicht mit Schönheit assoziiert, aber mit Faszination vielleicht gleichwohl. Mit großem, runden Volumen und ganz kleinen Beißwerkzeugen und so weiter. Also da Das ist finde viel ich aber drin. gut. Also ich meine, welche Zecke hat schon ein Bildnis bekommen, oder? Ich meine, Absolut. plötzlich Lobby die Zecke durch die Kunst. Also das ganze Teil da muss jetzt weg. Und das ist die Zecke und ihr Schöpfer. Wenn die Zecke uns beißt, ist sie meistens mikro. Und wenn die Zecke gebissen hat, ist sie makro. Wie ein Ballon. Man sieht dann vom Kopf eigentlich praktisch nichts mehr. Das stimmt. Darf ich fragen, was Sie für einen Hintergrund haben? Ist das jetzt ein Urlaubsprojekt oder sind Sie Künstler? Nein, das ist Urlaub. Alte Leute, die arbeiten nicht mehr. Das ist rein Urlaub, das ist rein Erholung, das ist Hobby. Ist Ihre Frau jetzt auch hier? Teilen Nein, Sie die das ist gleiche leider Hobby? vor 9 Jahren gestorben. Oh, das tut mir leid. Herzliches Beileid. Ja, da habe ich dann hier eigentlich mit einer großen Skulptur quasi die Trauer verarbeitet. Das war eigentlich ein Gedenkstein für Sie, den du über 2, 3 Jahre hier Ja. realisiert hast. Ne? Und Ja. wir Anteil nehmen durften, wie du das machst.
Bildhauen, dreidimensionales Gestalten oder Zeichnen. An dieser Schule gibt es unzählige Kurse und viel Raum für Kreativität. Ui, was ist das denn? Wird hier am offenen Herzen operiert? So ungefähr. Man rettet den Stein. Was ist das denn, das Infusionen? Nein, das ist Salzsäure. Und deswegen bin ich hier. Die Säure, die löst das Calcium aus und macht Hohlräume in diesem Stein. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, weil man kommt und sieht hier diese Flaschen und denkt, hier ist irgendwie, keine Ahnung, man kann sich zwischendurch eine Infusion abholen. Genau. Und das ist aber die Kunst, ja klar. Wie lange Zeit haben Sie noch? Also wie lange können Sie noch gucken, was passiert? Noch 10 Tage und 60 Liter Salzsäure. Dann viel Freude noch bei dieser Entdeckungsreise. Dankeschön. Dankeschön. Vom Maggiatal zurück zum Lago Maggiore. Gegenüber von Ascona auf der Ostseite des Sees liegt der Monte Tamaro, ein Erlebnisberg mit Abenteuergarantie. Sommerrodelbahn, Kletterparcours, Seilbahn und natürlich Wandern und Mountainbiken. Hier gibt's Sport für die ganze Familie. Abenteuer mit Adrenalinkick gibt's aber auch auf dem See. Ich bin gespannt, was Wassersportprofi Toni Meyer für mich vorbereitet hat. Hallo! Hallo Judith. Da bin ich wieder. Ja, ich freue mich sehr. Geht es wirklich mit der Weste? Alles okay? Passt? Ja. Oder? Super. Sieht eng aus, ne? Ist auch eng. Riecht aber nur an der leckeren Pasta, die man hier überall essen kann. Heute darfst du hier einmal ein bisschen Action erleben. Du darfst dich hier drauf legen und ich schleudere dich ein bisschen rum. Schau mal, die guckt mich an. Ist das eine gute Idee oder nicht? Es ist eine gute Idee. Ja? Heute wollen wir von Ascona aus auf die Schweizer Insel Isole di Brissago. Ich bin mit Simone Schmidt verabredet. Die Reiseführerin aus dem Tessin liebt ihre Heimat und zeigt uns ihre Lieblingsorte. Das ist ja eine wahnsinnig schöne Stadt, Ascona. Ja, ne? Ascona ist sehr, sehr pittoresk, meinte ich mal. Ja. Ja, es Ich ist, meine, klar, man hat hier so Fußgängerzonenartige Geschichten, aber es sind halt immer wieder diese schönen Bauwerke da. Sieht aus wie ein ja, auch kleines sehr Schloss. ältere. Ja, das ist eigentlich Albergo Castello. Castello heißt Schloss auf Italienisch. Ja. Und das ist heute ein Hotel. Schön. Ja. Hier kann man es gut gehen lassen Ja, als Tourist, ja. oder? Hier ist es spannend. Kann man es sehr toll haben, von morgens bis abends. Viele Restaurants, kleine Bar. Grazie. Das ist hier schon wie in Italien, dass das Leben draußen stattfindet, Es oder? ist sehr ähnlich, ja. Ruhiger, aber sehr ähnlich. Das ist so. Auf die Insel geht es mit der Fähre oder dem Bootstaxi.
tauchen ein in eine Märchenwelt. Im Botanischen Garten gibt es rund 1700 verschiedene mediterrane und subtropische Pflanzenarten aus allen Teilen der Erde. Eine Weltreise auf engstem Raum. Die Gardenie, die schmeckt auch sehr gut. Die ist jetzt voll am Blühen. Magst du schmecken? Wunderbare Gardenie. Sehr gut. Wie ein Parfum. Wie ein Parfum. So, hier zeige ich dir noch ein Bild von dem Ursprung des Gartens. Wir hatten ja hier eine sehr prominente Frau, die Baronin Antoinette de Saint-Leger. Sie war eine uneheliche Tochter vom Zar Alexander II., also sie ist in St. Petersburg geboren und aufgewachsen. Und dann ist sie mit ihrem Mann, ihr dritter Mann. Das ist ja sympathisch, irgendwie, oder? Genau, ist sie im 1885 ins Tessin gekommen. Und sie hat damals diese 2 Inseln, hat sie sich total verliebt und ist hier sitzen geblieben. Hat sie gekauft für 20.000 Franken. Die russische Baronin holte Pflanzen aus der europäischen Mittelmeerregion, Südafrika, Südamerika, den Südstaaten der USA, Australien und Südasien an den Lago Maggiore. Wie haben die Menschen hier darauf reagiert? Eben nicht immer sehr gut. Man hat dann sich manchmal so gefragt, was macht diese Frau eigentlich? Sie hat auch ganz viele gute Erde hier auf die Insel gebracht, weil es war sehr karg, sehr steinig. Und sie pflanzte dann keine Kartoffeln an, keine Maiskolbe, nein, eben Eukalyptusbäume, Bananenbäume, Zitrusgewächse, die eigentlich gar nicht bekannt waren am Ufer. Und ja, man verstand nicht wirklich immer, was macht diese Frau eigentlich da, mitten im Lago Maggiore auf diesen 2 Inseln. Und ja, ihr verdanken wir eigentlich all das, was wir heute auch noch erleben können und genießen vor allem. Denkst du, kann diese Art Bambus in einem Tag wachsen, wenn er noch klein ist und anfängt zu sprießen? Also wenn du so fragst, nach einem Tag, sichtbar. Ein paar Zentimeter? Vielleicht ein wenig mehr. Ja, diese Art kann bis zu 20, 30 Zentimeter in einem Tag wachsen, wenn er sprießt. Du siehst das hier bei dieser. Ach, das ist quasi ein Tag? Genau, das ist ein Tag. Ich habe bis dahin etwa 30 Jahre lang gebraucht und er einige Tage nur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 Tage, 8 bis er da oben angelangt ist. Genau. So, und hier siehst du eben die Villa Emden von Max Emden. Das war der 2. Besitzer nach der Baronin Antoinette. Und ich habe dir noch ein Bild von ihm und vom Leben, das er hier geführt hat. Er kam eben im 1927 auf die Inseln aus Hamburg. Und er eben hatte das Motto, Leben ist auch eine Kunst. Und hier sieht man ihn mit seinen Inselmädchen. Er hatte hier ein sehr frivoles Leben auf den Inseln. Viele waren dann beim römischen Bad nackt unterwegs und haben da gebadet und die Sonne genossen. Also der Mann hat Nacktpartys veranstaltet? Auch, ja. War so eine Art Playboy, Dandy? Ja, könnte man schon so sagen, ja. Dann hat die Insel ja schon einiges erlebt, ne? Ganz vieles, ja, immer wieder. Und es liegt ganz vieles in seiner Geschichte. Man kann ja auch heiraten auf der Insel. Man kann hier heiraten. Ja, ich möchte auch gerne hier heiraten, wenn es mal so sein sollte. Ehrlich? Würdest du gerne hier tatsächlich heiraten? Ja, im Botanischen Garten könnte ich es mir sehr gut vorstellen.
Gut, gibt es schon einen Anwärter? Ja. Okay, wir vertiefen das nicht weiter. Ja, ist so. Ja, schön. Oh, wie sie strahlt. Das ist schön. Von der mediterranen Schweizer Insel geht's für uns nach Italien, an einen ganz besonderen Ort. In den Bergen oberhalb der Altstadt von Canobbio liegt das Dorf Carmine Superiore. Mitte des 19. Jahrhunderts verließen zahlreiche Einheimische die kleinen Orte in den Bergen rund um den Lago Maggiore. Die Bergbauern verdienten zu wenig zum Leben. Viele Dörfer zerfielen nach und nach, auch Carmine Superiore. Bis heute führt nur ein schmaler und steiniger Weg hier hoch. Könnte ja meinen, dass das Dorf verlassen ist, aber vorne hängt Wäsche. Da oben sind Blumen, die irgendjemand gießt. Also Kräuter. Sie sind auch Touristen, oder? Ja. Ich habe Sie gerade Deutsch reden Ja, hören. schon. Genau. Wissen Sie was über dieses Dorf? Nein, da müsste ich jetzt nachlesen, weil ich habe da so einen kleinen Wanderführer. Ja. Aber Ich glaube, irgendwie aus einer Burg entstanden oder irgendwie sowas habe ich, glaube ich, gelesen. Ich habe gehofft, dass man hier irgendjemanden trifft, der einem was erzählen kann. Ja. Ja. Ihr leider auch nicht. Nein, Nee, wir sind hier reingestolpert gerade und wollen nach Canobbio und uns das mal ein bisschen anschauen hier alles und alles ein bisschen zu Fuß und nicht mit dem Auto rumfahren. Und, ja. Richtig. Seid ihr zum ersten Mal da? Ja, wir sind zum ersten Wie Mal. findet ihr die Region? Sehr super, schön. super schön. Ja. Gemütlich, Leute sind nett. Genau. Feine Sache. Sie sprechen Deutsch? Ja, ja. Und Sie haben Handschuhe an. Wohnen Sie hier? Ja, hier. In dem Haus? Können Sie mir was über das Dorf erzählen? Oh. Nicht viel. Sind hier viele Deutsche? Weil ich habe ein paar deutsche Namen gelesen an den Klingeln. Ja, ja, sind ein paar da. Eigentlich überwiegend Deutsche. Ja. Okay. Da guckt jetzt schon jemand raus. Hallo, mit wem könnte ich denn mal sprechen, der mir ein bisschen was erzählt über das Dorf? Am besten wahrscheinlich der Wolfram, ja? Der Wolfram? Wo wohnt der Wolfram? Wir gehen mal zum Wolfram rübergehen. Ja? Ja, perfekt, dann gehen wir jetzt mal zum Wolfram. Zeigst du uns, wo der Wolfram wohnt? Hier kennt sich ja jeder. Irgendwie offensichtlich, ne? Gut, dankeschön. Glaubst du da, Wolfram? Ah, das ist der Wolfram. Hallo. So. Seid gegrüßt. Hallo. Hallo. Mein Name ist Judith. Wolfram. Das ist aber nett. Kleines Überfallkommando. Wo? Bleiben wir hier oben oder setzen wir uns auf die Terrasse? Oh, Terrasse hört sich gut an. Terrasse hört sich gut an. Das ist ja wirklich ein sehr hübsches kleines Haus. Oh, das ist ja abenteuerlich. Ja, das ist eine selbstgebaute Treppe. Haben Sie selbst gebaut? Ja. Ein bisschen dahin, hast den besten Blick. Ich muss kurz mal atmen. Das ist ja eine Wahnsinnsterrasse. Dieser Blick. Wie kommt man an ein Haus mit so einem Blick? Tja. Da sind wir Ostern 71 hier runtergekommen mit 2 Freunden und haben das angeguckt. Die Hälfte der Häuser war eingekracht. Die Dächer sind so schwer mit den Steinen, wenn die durchfallen, die fallen bis in den Keller.
Da war kein Wasseranschluss, keine Toilette, kein Bad, kein nichts, kein gar nichts. Wir haben so runde 10 Jahre gebaut, bis wir das so einigermaßen bewohnbar hatten. Und deshalb sage ich immer, sowas kann man nicht suchen, sowas kann man nur finden. Wie schleppt man denn das ganze Baumaterial hier hoch? Weil es war etwas beschwerlich, sage ich jetzt mal. Also sagen wir so, alle Teile, die im Haus sind, inklusive diesem Tisch mit den dicken Brettern, das habe ich alles auf dem Rücken hochgeschleppt. Aber das meiste, was zum Bauen war, da hatten wir damals eine Teleferika, also eine Seilbahn, die ging von unten vom Parkplatz hier vorbei bis oben an den Bach. Und da war, oben stand eine kleine Vespa. Da hatte der Giovanni Signor, der das halbe Dorf wieder aufgebaut hat, der hatte hinten eine Kabeltrommel, eine Kabelrolle. Und damit hat er das Seil und die Sachen alle hochgezogen. Mit der Vespa? Mit der Vespa hinten. Der saß auf der Vespa und hat ordentlich Gas gegeben und hat sich das Seil aufgewickelt. Und dann hat er hier angehalten. Und dann konnten wir von hier aus dann die Dachsteine alles abladen und dann mit dem Aufzug aufs Dach hochziehen. Nach dem Krieg sind sehr, sehr viele ausgewandert, auch dann wieder runtergezogen. Und als wir kamen, anno 71, da lebten nur noch 7 alte, nette, freundliche Italiener, die uns wirklich auch aufgenommen haben. Die haben uns aus ihren Gärten mit Salat versorgt und so. Also wir waren keine Fremden, wir waren einfach, die merken, dass wir hier was tun wollen. Und jetzt ist das Dorf belegt von sehr vielen Deutschen, 2 Amerikanern, einer Finnin. Und insgesamt 6 Professoren, die hier oben leben. Was war das hier früher? Also das war früher der Ziegenstall. So hat uns der Paolo, der früher in dem Haus gelebt hat. Und als wir kamen, war der ungefähr bis auf Tischhöhe voll mit Laub. Als Streu wahrscheinlich für die Ziegen. Ja. Und das hier war nur ein kleines Fensterchen. Das habe ich dann erst später zur Tür erweitert. Und der Eingang war von da hinten. Und der nächste Raum, was heute unser Bad ist, das war der Eselstall. Hier war der Eselstall, ja? Das war der Eselstall. Rechts ist ein Lichtschalter. Oh ja. Aber ein schönes, großes Bad. Ja. Ja. Ich habe das Grand Hotel in Locarno besichtigt, da waren die Badezimmer kleiner. Hi, Vicky. Good morning. Hello. Hi. I'm Judith. Hi. You're not from Germany. No, I'm from California. Really not. I'm from Los Angeles. From Los Angeles. And what do you do here? Live. My husband and I moved to Milan in 2012, and in 2013 we found this place, and within 24 hours we said, oh, we're buying a house. And then we've been coming ever since, and now since 2018 we're living here most of the time. I like this village. It's beautiful. I fell in love in a minute. In a minute, yeah. As we do a few years ago. Yeah, exactly. Ein Dorf zum Verlieben. Und hier sind jetzt Schäfchen? Ja, weiß ich. Also die Hühner laufen auf jeden Fall schon mal rum da oben. Oh, ich habe Hühner gesehen. Entschuldigung, ich muss mal kurz überholen. Als Tierliebhaberin, Hobbygärtnerin und Selbstversorgerin ist das genau meine Welt. Das ist ja kaum auszuhalten, so beschaulich ist das. Das ist ja wie im Film. Hallo. Na? So, sind das jetzt deutsche Schafe oder italienische Schafe? Italienische. Ach, jetzt kommen die Hühner auch, wie lustig. Wollt ihr auch was? Und Sie betreiben jetzt hier quasi die einzige Landwirtschaft im Ort? Ja, als Hobby so. Ne? Also aus der Hobby wurde so eine halbe Arbeit, würde ich mal sagen. Was machen Sie normalerweise? Ich bin eigentlich an der Uni und unterrichte Marketing. Das ist aber ein Kontrast dann. Ja, ne? na, irgendwie schon. Ich kann den verstehen. Man muss sich ja mal die verstehen. Hände schmutzig machen jetzt. Ja. Ich habe selber auch Hühner. Ah ja? Ja. Welche Rasse haben Sie? Dresdner Ach, schön. und Sind die mit den Araukaner. fluffigen- Nee, die sehen sehr ähnlich aus. Die Ah, ja? sind ein bisschen so brauner.
Okay. Aber ich züchte auch ein bisschen selber und so. Ja, Ich kann das super. total verstehen, Ja. dass man manchmal einen Ausgleich braucht. Total. Ja. Wie viel Zeit verbringen Sie hier? Wir sind das ganze Jahr da. Das ganze Jahr. Ständig? Das ganze Jahr, ja. Ah, und dann fahren Sie zum Arbeiten zur Zum Uni? Arbeiten ist direkt da drüben in Lugano. Michael lebt mit seinen Kindern hier. Hallo. Vicky ist da. So. 2 sind Kinder. Ich habe gerade erfahren, dass ihr wirklich das ganze Jahr über hier seid. Das ist doch so ein bisschen so wie so ein Leben vor 100 Jahren fast, oder? Das ist schon einsam, könnte man schon sagen, aber ich finde es noch ganz nett, wenn man so ein bisschen auch seine Ruhe hat. Wie reagieren die so, wenn, ich sag mal, jetzt Freunde von euch, die noch nie hier waren, euch zum ersten Mal besuchen? Die finden das normalerweise ganz cool. Das ist etwas, was, wie gesagt, das gibt es gar nicht, die kennen das gar nicht. Also vielleicht beim Großeltern oder so gibt es noch einen Holzofen oder so. Und ja, das ist wahrscheinlich der größte Unterschied, was sie eigentlich nicht merken. Dass sie sehen das, verstehen aber nicht, was die Arbeit dahinter ist. Mhm. Ja. Und jetzt guten Appetit, ne? Danke. Die Nudeln sind schon kalt. Carmine Superiore, ein Ausflug in eine andere Zeit. So einfach und entschleunigt kann das Leben am Lago Maggiore auch sein. Zurück in Canobbio. Nicht weit vom Campingplatz Riviera hat sich ein Weltenbummler aus Deutschland niedergelassen. Thomas Chudoba, genannt Tommaso. Seine Passion? Katamaransegeln. Tommaso? Ah, hallo. Du bist Tommaso. Grüß dich. Judith. Ja, hallo Judith. Du nimmst mich mit aufs Wasser heute? Das ist meine Leidenschaft. Und dann hast du noch das besondere Glück, dass du jetzt mit einem Katamaran hier segeln darfst, der von mir entwickelt wurde, mit viel Herzblut. Und was ist das Besondere an deinem Katamaran? Schau mal her, wir haben hier Staufächer. Das gibt es bei keinem anderen Katamaran in dieser Klasse. Da kannst du sogar eine Champagnerflasche unterbringen mit ein bisschen Eis drin und kannst unterwegs dann ein Aperitif machen. Und so Machst du das öfter? Ab und zu, ja. So, ich gehe mal dahin und dann schaust du mal gut zu und siehst dann gleich, wie flott sowas geht. Okay. Also, und dann wird das Segel oben arretiert. Und jetzt hat es oben eingehakt. Ich Siehst du? weiß nicht so richtig, wie es aussehen soll. Da ist ja dieser Haken oben und der muss da oben im Mast drin sein. Ne? Das Ganze nennt sich Top-End-Arretierung. Ich sehe keinen Haken. Wenn du keinen siehst, dann ist er drin. Ach so. Okay, gut. Lebst du alleine hier? Nicht ganz. Ich habe eine Lebensgefährtin, eine rassige Italienerin. Oh. Da ist sie, genau. Hier ist sie, hallo. Da sind wir, Rosa. Merken Sie noch, dass er Deutscher ist? Ja, natürlich, ein bisschen schon. Woran? Also physisch natürlich, ja. An der Aber ich bin Pünktlichkeit? pünktlicher nicht? als er, also als Italienerin, stellt Ja, euch ja, vor. ja. Wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? 28 28 Jahre, Jahre, ja. Aber wir haben uns Mhm. eigentlich auf den Ja. Malediven kennengelernt. Und er hat mir sofort gesagt, weißt du, ich posso parlare italiano perché io lavoro al Lago Maggiore. Ich habe sofort verstanden natürlich, dass er Also Deutscher ich kann war. Italienisch sprechen, weil ich arbeite am Lago Maggiore. Ja, Genau, genau, aber mit dieser typischen Ja. deutschen Aussprache, das fand ich super. Und Judith, jetzt kannst du das Focksegel holen. Gut. Ach so. Okay, jetzt kommt's. Alles klar, jetzt kommst du raus. Noch ein bisschen stärker anziehen, etwas mehr dicht holen. Gut. Du hast ja schon an so vielen Orten der Welt gearbeitet. Warum hast du dich ausgerechnet für den Lago Maggiore entschieden? Ja, der Lago Maggiore ist, würde ich sagen, in unserer Hemisphäre hier der kürzeste Kulturschock, den man haben kann. Inwiefern? Wenn man von Freiburg hier in 3 Stunden anreist, findet man eine komplett andere Welt vor sich.
Was machst du denn im Winter, wenn Wassersport nicht möglich ist? Im Winter habe ich ja mehr als 25 Jahre auf den Malediven verbracht und da genau dasselbe gemacht wie hier auch. Seitdem unsere Kinder dann irgendwann schulpflichtig wurden und so, konnte ich natürlich mir es nicht mehr erlauben, ein halbes Jahr weg zu sein. Mein Plan war, meine Tochter auf den Malediven mit einem Privatlehrer großzuziehen, aber meine Schweizer Ex-Frau war dann leider dagegen. Und dann habe ich halt gesagt, jetzt muss ich das Ganze auf hier konzentrieren. Seit 1982 betreibt Tommaso seine Surf- und Segelschule am Lago Maggiore und hier ist der Auswanderer angekommen. Weiter geht's die Küstenstraße entlang Richtung Süden. Immer sonniger wird das Wetter, immer mediterraner die Städte. Besonders ein Ort ist bekannt für seine milden Temperaturen. Cannero, genau nach Süden ausgerichtet, trägt der Ort seit 1947 deshalb den Beinamen Riviera. Beliebt ist Cannero nicht nur für seinen Strand, sondern vor allem für seine für Norditalien außergewöhnliche Vielfalt an Pflanzen und Früchten. Selbst Zitronen gedeihen in dieser Region. Wer die exotischen Früchte finden will, fragt am besten die Einheimischen. Peter lebt in Cannero und bringt mich zu einer Frau, die verschiedene Zitronensorten und andere exotische Früchte anbaut. Buongiorno. Guten Tag. Come va? Wie geht's? Bene, Avete fatto buon Hattet ihr eine viaggio? gute Anreise? Io mi chiamo Judith. Und ich heiße Lucia. Enrico. Enrico, okay. So, nun habe ich euch zusammengebracht. Judith, Lucia. Bin jetzt sehr gespannt. Tschüss. Danke. Lucia. Guarda, Komm mit. Sì, sì, prego. Natürlich, komm. Vieni, guarda, stavo Komm, schau preparando mal. qualche... Ti stavo preparando Ich war qualche gerade dabei, assaggino eine delle Kostprobe meiner Marmeladen zuzubereiten. Oh, das ist alles Marmelade aus diesem Garten? Sì, queste sono all'arancio. Das hier ist aus Orange und das isst man mit Käse. Das bereite ich dir jetzt vor. Questo Das è hier liquido. ist Sedat Zitrone und das hier Pampelmuse. Ich mache ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Das wächst alles hier im Garten? Das ist alles aus meinem Garten, ja. Sì, sì. Ich mache auch gern Marmelade, aber Pampelmusen wachsen bei mir nicht. Perché con la buccia Aus der Schale mache ich Likör und vom Fruchtfleisch Marmelade, damit nichts verkommt. marmellata per non buttare. E questo Und das hier ist sehr lecker. Mit Käse. è buono? Ist es lecker? Gut? Mit Käse. Buonissimo col formaggio. Sì. Oh, das ist gut. Das mache ich jetzt zu Hause auch. Cracker, Käse drauf und Zitronenmarmelade. Lucia hat ganz berühmte Kunden. Quando Papa Francesco Als Papst Franziskus 80 Jahre alt geworden ist, habe ich ihm einen Präsentkorb mit Zitronen geschickt, den wir da draußen zusammengestellt haben. dopo a Pasqua Der Papst hat im Dezember Geburtstag. An Ostern ist dann sein Optiker hier vorbeigekommen und hat sich bedankt. Das hier ist er, der Optiker von Papst Franziskus. Der Optiker des Papstes. Lottico del Papa. Ja, der Optiker von Papst Franziskus. Wir haben ein gutes Verhältnis. Questa è sua moglie. Ach. Andiamo. Komm, ich zeig dir meinen Vedere Garten. il mio giardino. Cannero Riviera ist der nördlichste Ort Europas, an dem Zitronen ganzjährig im Freien wachsen. Scendiamo così. Lass uns runtergehen, dann zeige ich dir die Pflanzen. Riesenoschis.
viele. Vedi? Lucia. Schau mal das hier. Eine Plantage hat die Frau. Ecco questo. So das hier, Meier. Eine Kreuzung aus Orange und Zitrone. Es ist eine Zitrone, die süß ist. E limone. È un limone però dolce. Aha. Dolce. Adesso questi Die hier sind etwas drüber. sono passati, sono vecchi. Posso? Sì. Ja? Ja? Perché non c'è. È So dolce. richtig süß ist Ja, sie nicht. süß. Non è dolce, hä? Sì, è dolce. Sì? Ja, es ist die süßeste Zitrone. Schmeckt's dir? Ti piace? Sì, mi piace. Ma vedi, sono quelli vecchi che sono rimasti su. Ja, wie viele verschiedene Sorten hast du, Lucia? Vedi? Ich habe 100 Pflanzen. 100. Sì, se le conti tutte. Ja, wenn du sie alle zählst, die eine oder andere geht ein. Im Winter sinken die Temperaturen nur selten unter den Gefrierpunkt. Die Pflanzen sind nach Norden von den dahinterliegenden Bergen geschützt. Die Küste von Canro nennt sich auch Costa d'Oro, goldene Küste. Von Canro Riviera geht's für uns weiter Richtung Süden nach Verbania. Von dort nehmen wir die Autofähre auf die Ostseite des Sees in die Lombardei. Hier gibt es zwar weniger Strände, aber die hügelige Landschaft und die schroffe Küste sind genau der richtige Ort für ausgiebige Touren entlang vieler historischer Ortschaften. Wir besuchen eines der bekanntesten Wahrzeichen des Lago Maggiore, das Kloster Santa Caterina del Sasso. Es wurde Anfang des 13. Jahrhunderts direkt an den Fels gebaut und seitdem immer wieder erweitert und umgestaltet. Heute leben und arbeiten 2 Mönche und 3 Schwestern hier. Darf ich Sie kurz ansprechen? Ich habe mir eine Schwester in einem Kloster irgendwie anders vorgestellt. Sie wirken so jung, so modern. Wie ist das Leben hier für eine Frau? Meine Liebe, auch ich werde irgendwann alt. Aber natürlich. Ich hatte großes Glück. Ich habe Jesus mit 30 Jahren kennengelernt, nachdem ich lange Zeit nicht mehr viel von der Kirche wissen wollte. Dann ist mein Vater gestorben und in den Himmel gekommen. Das habe ich sogar geträumt, unter anderem. Nach der Zeit der Trauer habe ich dann mit der Hilfe von anderen Menschen die Liebe zu Gott gefunden. Laut Überlieferung gründete der reiche Kaufmann Alberto Besozzi das Kloster. Er soll auf wundersame Weise einen Schiffbruch überlebt haben und beschloss daraufhin, sich an diesem Teil der Küste als Eremit zurückzuziehen. Das ist ja richtig in den Felsen reingebaut, ne? Hier ist eine Jahreszahl, 1757. Aber das ist nur die Mauer. Denn dort vorne in dem Raum, im Kapitelsaal, das ist der Versammlungsraum für die Mönche, dort gibt es Gemälde aus dem Jahr 1300, also 700 Jahre alt. Das hier ist nur die Wand. Die inneren Teile sind aus verschiedenen Jahrhunderten. Die Mönche und Schwestern gehören dem Benediktinerorden an. Ihr seid ja 2 Mönche und 3 Schwestern. Ist es wie eine Familie? Ja, sicher, so ist es. Wir leben in unseren Häusern normalerweise wie eine Familie.
Wir sind eine gemischte Gemeinschaft aus Mönchen und Schwestern. Das ist die kleinste Gemeinschaft, die wir haben. Die Gemeinschaft in Deutschland besteht aus ca. 10 bis 11 Menschen. Also kann man sagen, dass wir hier familiärer leben. Wir helfen uns immer gegenseitig, so wie in einer Familie. Aber natürlich streitet man sich auch ab und zu. Immerhin leben hier Frauen und Männer zusammen. Da gibt es unterschiedliche Empfindlichkeiten. Aber es ist schön. Ihr müsst draußen bleiben, leider. Heute bringt man mir neue Blumen. Ich mag Blumen sehr. Das ist der Blick morgens. Ja, mein Ausblick jeden Morgen. Weil das Kloster einzustürzen drohte, wurde es ab den 1970er Jahren 16 Jahre lang aufwendig restauriert. Habt ihr keine Angst, dass dieser Berg irgendwann mal auf das Kloster fällt? Pass auf, als in den 70er Jahren die Einsiedelei von der mailändischen Diözese an die varesische Provinz verkauft wurde, wurden hier enorme Umbauarbeiten durchgeführt. Sie haben hier Stahlträger eingebaut, praktisch über die ganze Länge der Einsiedelei, um sie zu stabilisieren. Diese Seite hier vielleicht nicht, aber hier ist ein Netz. Aber weißt du, Judith, ich fühle mich in den Händen des Herrn. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich zu ihm gehe, zu Gott. Aber ich hoffe natürlich, dass das nicht auf diesem Weg geschieht. Aber es kommt nichts runter. Hier kommt nichts runter. Insgesamt 3 verschiedene Kapellen, von denen eine der heiligen Katharina von Alexandrien geweiht ist, bilden zusammen die heutige Kirche. Ist das schön. Das Kloster kann sowohl von der Seeseite mit der Fähre als auch über eine Treppe bzw. einen Lift vom Land aus erreicht werden. Und weiter geht unsere Spurensuche nach deutschen Auswanderern. So, ich bin jetzt mit Günther verabredet, auch ein Deutscher, der sich in den Lago Maggiore verliebt hat. Und Günther soll ein sehr spezielles Wohnmobil haben. Riesending. Mehr weiß ich auch noch nicht. Das gucken wir uns jetzt an. Wir befinden uns etwas weiter im Hinterland der Lombardei in der Region Varese. Hier lebt Handwerker Günther Erhardt. Günther? Ja, Judith. Hallo. Willkommen. Ich habe dich sofort gefunden. In der Prärie, ehrlich. Oh, du hast einen Hanomag? Ein Hanomag. Einer, der läuft immer noch. Die sind ja auch nicht tot zu kriegen, wenn man weiß, damit umzugehen. Ja. Ne? Hallo erstmal. Hallo. Hallo. Willkommen, schön, dass du da bist. Dankeschön. Zeigst du mir das Wohnmobil? Gerne, weil das war das ja ist doch nun, das, oder? Das ist das Wohnmobil. War mal ein Bus mit 90 Sitzplätzen, sowas. Jetzt hat er nur noch 8. Dafür hat er auch Betten und einen Kühlschrank und die Badewanne und was weiß ich alles, was er ihm halt so in 20 Jahren Bauzeit einfällt. Aber das ist auch ein altes Exemplar, ne? Oder? Der ist heuer 50 Jahre geworden. Ja, yes, Baujahr 71. Nicht unterzukriegen, kann man sagen. Günther rettete den Doppeldecker vor dem Schrott und baute ihn 20 Jahre lang zu seinem Traumbus um. Außer dem Cockpit ist hier nichts mehr so, wie es mal war. Schön mit dem ganzen Holz hier. Ja, klar, gemütlich sollte es ja auch sein. Hier ist man kann hier auch schlafen, man kann reden, man kann Spiele machen. Also wenn man unterwegs ist oder ich arbeite ja manchmal auch auf Messen damit. Und dann je nachdem halt, lässt man runter, weißt du, dann Liegefläche, in der Eckbank sind die Matratzen. Ist das Bett Nummer 3, wenn man so will. Küche, Essplatz, 3 Schlafräume, große Fenster, Holzeingangstür.
Hier sind wir jetzt so irgendwo im Sanitärbereich. Das ist die Toilette. Hier ist die Dusche drin. Gut, Badewanne hat man nicht. Doch. Doch? Hinter der Türe. Wo? Bitte? Hier? Ja, geh mal ein bisschen rein. Es ist nicht die größte, Ja, aber sie funktioniert. Also, ich finde sie sehr niedlich. Ja, ist sie auch. Nee, aber mehr hatte nicht Platz. Ja. Ein altbekanntes Problem bei Doppeldeckerbussen. Wir haben keine Stehhöhe. Ja. Und im Sommer wird es auch ganz gut warm. Nimm doch bitte Platz. Dafür kommt jetzt eben, das ist ein Hebedach. Du bist etwas, wenn du mal schauen willst, du stehst über den Dingen. Ist das ein Lebenstraum von dir hier? Ist er geworden. Am Anfang war das eigentlich auch nur ein Bus wie viele andere, die ich gekauft habe als gebrauchte Busse. Aber er war schon ein bisschen was Besonderes, weil er völliger Schrott war. Und darum er irgendwo ganz hinten gestanden ist und da will man halt so meine Energie auslassen. Und halt alles reingebaut, was Industrieverwerter wegschmeißen. Das war eigentlich auch eine Grundidee. Ich habe mir früher schon mal gedacht, warum schmeißen die denn das alles weg? Das ist doch alles super gut. Aber so sind wir halt. Gell? Fenster, Türen, Verkleidung, Elektronik. Alles erneuert. Teilweise mit Material aus Abbruchhäusern oder von der Wegwerfgesellschaft. So kann es auch gehen. Das Vordere, das dann wesentlich mehr Licht und Luft reinbringt, aber halt auch wetterabhängig ist. Da setze ich mich mal hierher. Here we go. Günther, dass dieser Bus dein Lebenstraum ist, ne? Das kann ich verstehen. Aber warum ist denn der Lago Maggiore, das Leben hier, ein Lebenstraum von dir? Ja, die Region ist hier natürlich extrem vielfältig. Wo das erste Mal hier war, dachte ich mir, Mann, hier, wenn man leben könnte, man müsste gar nicht mehr weg. Und das ist ja auch ein schöner Gedanke irgendwie, obwohl ich ja gerne auch reise. Aber schlussendlich waren so wirtschaftliche Überlegungen. Es war relativ günstig, sich hier einzukaufen. Und die Lebenshaltungskosten sind halt andere. So, jetzt mal Probe liegen. Gerne. Habe ich ja schon oft gemacht. Ich aber noch nicht. Ja, man kann es genießen. Günther, ich stelle mir gerade vor, dass der Mond scheint. Wir liegen jetzt hier. Neben uns ein Aperol Spritz. Der Lago Maggiore. Rauscht, Ja. plätschert. Ach, schön. Jetzt kommen wir zum Highlight. Schau, das Dach im Dach. Here we go. Schwuppdiwupp. Toll. Günther vermietet seinen Bus an Touristen aus aller Welt. Manche nutzen ihn hier auch einfach nur als Ferienwohnung, ohne zu fahren. Von der wohl verrücktesten und kreativsten Übernachtungsmöglichkeit geht's zum wohl größten Ausflugshighlight am Lago Maggiore. Ein Besuch auf den Borromeischen Inseln, eigentlich ein Muss für jeden Lago Maggiore-Urlaub. Mit der Fähre von Verbania geht's für uns zur Isola Bella, der schönen Insel mit prunkvollem Barockpalast. Ihren Namen haben die insgesamt 5 Borromeischen Inseln von der italienischen Adelsfamilie Borromeo, in deren Besitz sie seit dem 12. Jahrhundert waren. Die Isola Bella war ursprünglich ein unfruchtbarer Felsen. Zu Ehren seiner Frau Isabella plante Graf Carlo Borromeo einen Sommerpalast mit Terrassengärten. Doch die Pest stoppte die Bauarbeiten Mitte des 17. Jahrhunderts und so erlebten sie die Fertigstellung nicht mehr. Heute kümmern sich unter anderem Federica und Alfredo für die Familie Borromeo um die Insel. Das ist ja auch toll hier. Hallo Federica.
Hallo. Hallo Judith, Hallo. Ich bin Alfredo. Ich Hallo, wohne Alfredo. auf dieser Insel. Nein. Ja. Sie wohnen hier? 17 Jahre. Darf ich du wohne- sagen? Ja, es ist meine Insel. Das ist aber ein großes Glück, oder? Wenn Ja. man hier leben darf. Ja. Welche Bedeutung hat die Familie Borromeo für die Region hier? Es ist eine sehr reiche Familie, sehr wichtig hier in Italien. Sie haben viele Immobilien und Eigentum, wie zum Beispiel diese Inseln, Isola Madre, Isola Bella, Rocca di Angera, Parco del Motarone und Castelli di Cannaro. I Castelli di Cannaro. Früher waren sie Bankleute und heute kümmern sie sich um den Tourismus. Daneben sind sie noch in einigen Industriesektoren, wie der Metallurgie tätig. Das Musikzimmer im Sommerpalast, ein Konferenzraum und das prächtige napoleonische Zimmer. Napoleon hat hier eine Nacht verbracht. Und wenn Sie jetzt hier laufen würden, würde man Sie erkennen? Also wissen alle Italiener, wie Sie aussehen? Sie sind nicht so berühmt wie viele andere VIPs. Sie leben sehr zurückgezogen. Man findet sie auch kaum in Klatschblättern. Sagen wir, sie sind erst bekannter geworden in Italien, als es die berühmte Hochzeit gab zwischen Lavinia Borromeo und John Elkann, dem Präsidenten von Fiat im Jahr 2004. Da hatten sie sozusagen ihr Debüt in der Gesellschaft. Und da konnte man sich dann vergewissern, dass sie sehr wohlhabend sind und einflussreich. Aber davor wusste man nichts von der borromäischen Familie. Das ist das Schlafzimmer? Ja. Das ist die Königin-Schlafzimmer. Darf ich hier reingehen? Ja. Ja, ist recht kurz. Das Ja, die Leute waren kleiner, nicht wie heute. Ja, ja. Unvorstellbarer Reichtum. Aber eines ist besonders unbezahlbar. Dieser Blick. Was muss das für ein Leben gewesen sein, ne? Ja. Mit dem See, mit den Bergen, mit den Pflanzen, mit den Gästen. Ja. Das ist das sogenannte Das Dolce Vita auf der Isola Bella. Eine faszinierende Schönheit mitten im Lago Maggiore und Sinnbild einer Region, die mit ihrer Vielfalt zwischen See und Bergen, dem milden Klima und der außergewöhnlichen Pflanzenwelt zu einem Sehnsuchtsort von Auswanderern und Urlaubern geworden ist. Das schönste Ende dieser wunderschönen Reise. Also ich kann die Menschen, die sich für ein Leben hier entschieden haben, die ganzen Deutschen, die ich hier getroffen habe, unglaublich gut verstehen jetzt. Es gibt viel zu entdecken am Lago Maggiore.